Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tom Who Knows. Es freut mich wirklich wahnsinnig, euch ein neuartiges, ganz neues und noch nie dagewesenes Format zu präsentieren namens Toms Donnerstag. Ihr hört das an den Namen schon raus. Es geht um den lieben Klaus Dohner. Klaus Dohner mittlerweile jene von euch, die sich über unsere menschliche Historie, Artefakte und spannende Plätze und Orte interessieren, kommt man an Klaus Dohner nicht mehr vorbei. Klaus Dohner ist seit vielen, vielen Jahren in diesem Bereich, hat international unglaubliche Beziehungen aufbauen können, hat einen unglaublichen Status international mittlerweile, sich verdient mit seiner langjährigen Erfahrung und Arbeit, die ganzen Artefakte, die er uns gebracht hat und nähergelegt hat. Jene, die ihn noch nicht kennen, werden ihn hier näher kennenlernen und in den nächsten Wochen und Monaten freuen wir uns beide darauf, euch Artefakte zu zeigen, die viele Fragen aufwerfen. Und in dem Sinne freue ich mich, Klaus begrüßen zu dürfen. Hallo Klaus in Farbe und Bunt. Hallo Freunde. Hallo mein Lieber. Wie geht's dir? Danke, schlecht. Und wie geht's dir? Ja, besser. besser. Geht eh gut. Gott sei Dank geht gut. Das freut mich. Klaus, wir kennen uns ja, also ihr müsst wissen, der Klaus und ich seit dem Kongress 2018 in Wien, wo auch das letzte Mal, ich glaube, das war das letzte Mal auf europäischem Boden. Habe ich das? Ja. Ja, das letzte Mal auf europäischen Boden, wie er auf dem Honos-Kongress einen Vortrag gehalten hat, der unglaublich angekommen ist. Ihr könnt das nochmal nachschauen auf dem Kanal dann. Ist eine richtig dicke, Freundschaft entstanden und wir sind in sehr engen Kontakt und haben sehr viel gesprochen und jetzt haben wir gesagt, okay, wir wollen etwas weiterbringen und wollen der Menschheit ein bisschen was zeigen und euch näher bringen. Klaus, wenn du vielleicht ganz kurz erzählen könntest, für jene, die dich noch gar nicht kennen, die sich denken, wer ist denn der nette junge Mann mit der Brille? Was? Der junge Mann ist gut gesagt, ich war im Jänner 75. Hallo. Dann halt nur der nette Mann. Wer ist der nette Mann? Was war denn Klaus sein Weg? Ich nenne dich ja immer liebevoll als der Indiana Jones von Österreich, weil du eine unglaubliche Geschichte hast und die Geschichte werden wir da ein bisschen, aufarbeiten und mit den Leuten drüber reden. Aber was ist so dein Profil? Wie hat es begonnen bei dir? Wo kommst du her? Oder kannst du vielleicht eine kurze Intro geben von dir? Naja, begonnen hat es 1997. Vorher habe ich mehrere große Kulturausstellungen aus Österreich mit Exponaten aus den besten Museen in Österreich in Japan veranstaltet und bei einer dieser Reisen beziehungsweise bei vielen dieser Reisen habe ich immer Bücher gelesen über Sachen, unerklärliche Objekte und so weiter, Robert Charroux, Marcel Homé, Erich von Däniken und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sicher ein großer Skeptiker. Ich habe vieles, was ich in den Büchern gelesen und gesehen habe, an Fotos nicht geglaubt. Und da ist dann in mir eine Wahnsinnsidee entstanden. Ich wollte versuchen, circa 270 Objekte, die unerklärlich sind, nach Wien zu bringen, um eine Ausstellung zu machen. Bin dann zurück nach Hause gekommen, habe dann Reinhard Habeck, einen super Forscher auch und Bestseller-Autor, habe ich angerufen, habe mich gewundert, dass er auch in Wien war. Also haben wir sofort ein Treffen vereinbart und er war sofort begeistert von der Idee und das war 1997 und wir haben dann die Räumlichkeiten gemietet beziehungsweise vertraglich fixiert auf 2001 und dann hat ein Museumsdirektor, mit dem ich eben für die Ausstellungen zweimal in Wien, in Japan war und wir uns befreundet hatten, habe ich gebeten, ob er mitmacht auch, denn um Objekte aus Museen zu leihen, braucht man die Unterstützung eines Museumsdirektors oder Museumsmitarbeiters. Und wir haben dann recherchiert, haben
circa 300 Objekte gefunden. Er hat dann als Museumsdirektor an die jeweiligen Kollegen Leihansuchen gestellt. Und was glaubst du, was man von 300 Leihansuchen, wie viel wir tatsächlich bekommen haben? Was schätzt du? Naja, nachdem ich ja schon weiß, dass die sehr erfolgreich war, so 3/4 circa von denen. Ein einziges Objekte. Die restlichen wurden unter fadenscheinigen Ausreden abgesagt, dass sie nicht leihfähig sind, dass sie momentan selbst benötigt werden, etc. etc. Wow. Wow. Dann war nur mal ein Jahr bis geplanten Ausstellungsbeginn. Ja, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Reinhard Habeck, Dr. Katzinger, Museumsdirektor, und ein deutscher Autor auch, Dr. Zillmer. Und wir sind zu viert nach Südamerika gereist. Begonnen haben wir in Bogota, Kolumbien, und dann weiter nach Ecuador. Und in weiterer Folge, also die erste Reise war dann schon erfolgreich. Dann die zweite Reise war dann noch erfolgreicher. Und wir haben dann Kontakt aufgenommen über Internet, über Telefon und so weiter. Und im Endeffekt ist es uns gelungen, gegen alle Unkenrufe, selbst viele Freunde haben mir gesagt, du Peter, hör auf mit der Idee, bezahl die Penalty an den Veranstaltungsort. Und ich habe gesagt, aufgeben habe ich in meinem Leben noch nie was. Mhm. Und im Endeffekt, Ausstellungseröffnung im 2001 haben wir statt 270 Objekte 470 Objekte gehabt. Wow. Denn ich habe dann so viel Zusagen bekommen und nachdem ich jeden angebettelt habe, konnte ich dann, nachdem die Zusage gekommen ist, zum einen oder anderen nicht mehr sagen, na, jetzt brauche ich dich nicht mehr, sondern im Endeffekt, und dann ist natürlich die Ausstellungseröffnung ist gelungen. Aber ich glaube, ich war ziemlich 20 Jahre wieder einmal zu früh. Aber sie war trotzdem erfolgreich. Wir haben sie dann in der Schweiz gezeigt, in Deutschland und in Korea. Mhm. Und ich hoffe, dass nach meiner Rückkehr 1 bis 2 Jahre später, dass ich die Ausstellung noch einmal in Wien zeigen kann. Das wäre mein größter Wunsch. Im Moment befinde ich mich auf den Philippinen. Von Montag bis Samstag arbeiten wir. Wir sind jetzt circa 60 Meter unter der Erde. Es schaut gut aus, sogar sehr gut aus. Und über diese Grabungen und so weiter werde ich, nachdem wir geöffnet haben, auch einen Vortrag machen. Aber im Moment möchte ich noch nicht viel davon reden. Warten wir ab, bis es mir gelingt. Jahrelange Arbeit, harte Arbeit, das könnt ihr mir glauben. Und ich kann es bestätigen, weil ich habe das mitverfolgt und mitbegleitet in den letzten Jahren. Also da ist schon. Ja, manchmal wünsche ich mir schon 20 oder 30 Jahre jünger, das wär mir sehr recht. Aber muss auch im Alter gehen. Und tägliche Übung, circa 60 Meter senkrecht mit Zwischenstufen nach unten, geht relativ flott. Nach oben dauert es ein bisschen länger, kann man sich vorstellen. Aber jeder hat mir wieder, genau wie bei Unsolved Mysteries, viele Freunde haben mir gesagt, hör auf, komm nach Hause, das schaffst du nicht. Und ich habe gesagt, was ich begonnen habe, habe ich bis jetzt immer noch abgeschlossen. Und auch dieses Abenteuer werde ich abschließen. Und dann geht's wieder frisch an eine neue Planung für Unsolved Mysteries in Wien. So, und was ich euch zusammengestellt habe für die nächsten Wochen oder Monate, das sind jetzt einstündige Vorträge, wo ich natürlich viel schon Gezeigtes zeigen muss, weil es gibt ja nicht so viel Neues, aber zwischendurch habe ich immer wieder Neuigkeiten eingeplant.
Denn ich bin auch hier nicht untätig geblieben, sondern im Kontakt mit vielen, vielen Archäologen beziehungsweise Forschern, Kollegen und so weiter. Also die Arbeit geht frisch und froh weiter. Und auf das freue ich mich extrem, dass ich da auch ein Teil davon sein darf, Klaus. Und ich glaube, weil du sagst, vieles Altes, was du schon gezeigt hast, ich glaube dennoch, dass sehr viele sich gar nicht mehr erinnern, was das war und was da die ganze Geschichte ist. Und umso besser für jene, die dich oder die Artefakte noch gar nicht kennen. Die holen wir dann gleich, wir holen einmal alle noch einmal ab und dann gehen wir gemeinsam, weil ich kann euch versprechen, es gibt auch, und da war ich selbst verwundert, ich habe sehr, sehr viel schon vom Klaus gesehen, dass er mir auch so geschickt hat, immer wieder drüber gesprochen und immer wieder purzeln da Fotos rein von Artefakten, die selbst ich noch gar nicht gesehen habe. Das heißt, der Klaus hat ein Fundus von tausenden Fotos und Videos und Dingen einfach, weil der Klaus eben eine, sag ich mal, für mich persönlich eine zentrale Rolle hat, wenn es um Artefakte geht, auch international. Es ist ja so, Klaus, dass sich, du hast ja so ein gutes freundschaftliches Netzwerk, dass sich ja immer wieder Menschen und Freunde melden, die sagen, du pass auf, in Ecuador, in Mexiko, da ist das passiert, was sagst du dazu? Das heißt, du bist ja da nach wie vor, du bist ja nicht vom Schuss, weil du auf den Philippinen bist, sondern du kriegst ja immer noch Informationen und Tipps und Dinge, ja, du kommunizierst ja noch mit deinen Netzwerken, die phänomenal riesig sind und da war die Idee, jetzt haue ich das gleich am Anfang raus, was meine oder was unsere Vision ist. Ihr habt es jetzt schon gehört von Klaus, wir wollen diese, ich nenne es mal die größte Artefaktausstellung bis dato der Welt nach Wien bringen. Wann das sein wird, wie viele Jahre das dauert, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht sagen. Aber was wir sagen können ist, dass wir das planen. Und die Idee von diesen ganzen Tom's Donuts Talk und so weiter ist, dieses Thema allen näher zu bringen und dies gleich dazu verwenden, dass man das direkt mündet dann in die Ausstellung in den nächsten Jahren. Und zusätzlich bieten sich noch Optionen an, Freunde von Klaus, Kontakte von Klaus, vielleicht hier in ein Gespräch auch einzuladen, dass sie hier ein, zwei Dinge präsentieren können, dass wir ihnen auch eine Plattform geben können. Wir werden dieses Gespräch auch auf Englisch dann untertiteln, auch in Spanisch, damit in dem Spanisch sprechenden Raum und so weiter die Menschen das mitbekommen, weil ich weiß aus Erfahrung, als wir damals schon den Vortrag gemacht haben, dass es viele Menschen da draußen gibt, die Dinge selbst besitzen, auch in Europa, oder einfach von Dingen wissen, Zugängen, Eingängen und die nicht wissen, wohin damit, und das soll ein zentraler Punkt werden, wo Menschen auch dann sich per E-Mail help@whoknows.me zum Beispiel einmelden können, Tipps geben können, mitarbeiten können und so weiter, dass es ein großes Gemeinschaftsprojekt wird, weil ich finde, dass es endlich an der Zeit ist, dass wir über diese Artefakte und diese Dinge, die ja de facto hier sind, ganz normal sprechen. Ohne Vorurteile, ohne Angst, ohne Scheu, sondern einfach schauen, was ist denn das? Wo kommt denn das her? Und wie der Klaus gesagt hat, er hat den, muss man sich vorstellen, du hast diesen Vortrag oder diese Ausstellung 2001 gemacht über Artefakte, wo nicht einmal noch irgendjemand, also ich war nicht einmal noch in diesen ganzen Themen drinnen, ja, ich würde alles geben, dass ich diese Dinge wirklich live sehen könnte. Und ja, du warst vor deiner Zeit voraus, dafür werden wir das jetzt am Boden bringen. Und ich freue mich voll auf die Reise. Wir wissen nicht genau noch, kommt jetzt da ja alle 2 Wochen ein Video oder jede Woche. Wir wollen das auch mit so wenig Druck wie möglich. Der Klaus hat sehr viel um die Ohren, ja, also wir können uns alle die Finger abschlecken, dass der Klaus sich diese Zeit nimmt für euch und für uns alle, dass er das wirklich macht. Und ich bin gespannt, Klaus, wo die Reise hingeht und wie das Feedback ist. Es steht und fällt alles mit euch, ja, also wie die Unterstützung ist, wie sehr ihr supportet, wie sehr ihr das gut heißt und unterstützt, auch emotional, ja, weil für uns zwei, wir hören uns fast jeden Tag, ja, also für uns ist es nicht, es ist wirklich für euch die Möglichkeit, euch da mitzubekommen, euch das Interesse zu wecken für diese Artefakte. Das, was wir da reden, heißt ja nicht, dass das die absolute Wahrheit ist, dass das alles stimmt, was der Klaus sagt oder ich sage, aber zumindest zu sagen, hey, es gab etwas und es gibt viele alte Dinge und da ist das Ziel, dass wir das gemeinsam wissenschaftlich erforschen, Kooperation mit Instituten machen, C14-Datierung, dass man das wirklich einmal gescheit auf die Bühne bringt und ich glaube, dass die Zeit reif ist in den nächsten Jahren. So, Klaus, wollen wir reinspringen? Wollen wir loslegen? Heute geht die erste Reise nach Ecuador. Und zwar wurden 1984 in La Maná in Ecuador durch Ingenieur Sotomayor eine
beim Goldabbau für eine britische Firma eine Höhle gefunden und in dieser Höhle waren ca. 300 Artefakte, die zum größten Teil nichts mit einer existierenden präkolumbianischen Kultur zu tun haben. Die Objekte sind so spannend, mir ist es gelungen, 40 Stück in Wien bei der Ausstellung zu zeigen und ich möchte für Leute, die noch nichts darüber wissen, heute einige Informationen darüber geben. Das ist Ingenieur Sotomayor, der leider verstorben ist vor vielen Jahren schon. Und das ist Germán Villamar. Den habe ich über einen österreichischen Arzt, der in Ecuador gelebt hat, jetzt in Venezuela ist, kennengelernt. Und wir haben ihn besucht. Und hier sehen Sie auf dem Tisch die Objekte, die er uns an diesem Tag beim ersten Treffen gezeigt hat. Ich war schwer begeistert und erfreut. Das ist Dr. Hampes und meine Wenigkeit. Und im Vordergrund die Pyramide mit dem Auge und weitere Artefakte. Und ich habe ihn sofort gebeten, Germán Villamar, ob er mir 40 Stück für die Ausstellung borgt. Er hat gesagt, er würde schon, aber er muss Luis Viracocha, den Chef der einheimischen Natur, des Naturvolkes, fragen, denn für diese Leute waren diese Objekte spirituell sehr wichtig. In der Hand halte ich einen Teller aus schwarzem Jadeit mit einer Spirale. Und das Interessante daran ist, dass wir ein Logo entwickelt haben, das in späterer Folge zeige ich Ihnen das auch eine farbig gefärbte Spirale auf schwarzem Hintergrund war. Also das war schon einmal die erste Überraschung. Dann am nächsten Abend kam dann Luis Viracocha und als ich ihn gefragt habe, ob wir 40 Stück dieser Sammlung ausborgen können, hat er sofort abgelehnt. Hat gesagt, das geht absolut nicht, das ist unmöglich. Also Tom, du kannst mir vorstellen, wie ich seelisch verfallen bin. Ja, definitiv. Ich meine, das ist jetzt schon eine Zeit lang her. Waren diese Objekte alle am selben Ort, am selben Platz oder waren das mehrere Fundstücke aus verschiedenen Lokationen sozusagen? Die waren alle in dieser einen Höhle. Wahnsinn. An die 300 Stück. Und waren die dort vergraben oder hingelegt in einer Kiste oder sowas? In einer Höhle, nein. Die Objekte waren einfach in einer Höhle abgelegt. Also Luis hat dann diesen Teller mit dieser Spirale hervorgeholt, nachdem ich mich mit ihm sehr gut auch nach der Absage unterhalten hatte. Da sehen Sie das Logo, das wir entwickelt hatten, das eine große Ähnlichkeit mit der Spirale auf dieser Platte hatte. Und dann nahm er einen Faden mit einem kleinen Magneten dran und hat uns alle 4 gebeten, dieses Magnet genau etwas über das Zentrum dieser Spirale zu halten. Dr. Zillmer war der Erste. Das Magnet hat sich langsam gedreht, spiralenmäßig, bis es außerhalb der Platte des Tellers war. Als zweiter kam dann Dr. Katzinger, als dritter kam Reinhard Habeck und ich war der 4. Und ich habe dann, bei jedem hat es funktioniert, das Magnet hat selbstständig rotieren begonnen, kreisförmig, bis außerhalb des Tellers. Ich habe das Magnet über das Zentrum gehalten. Es hat sich nichts getan. Ich habe sogar etwas angeschoben, hat sich trotzdem nichts getan, war ganz starr über dem Zentrum der Spirale. Luis war überrascht. Ich habe ihn dann angeschaut, habe gelächelt und habe gesagt, na, ich weiß nicht, bei mir funktioniert scheinbar nicht. Darauf hat er sofort die anderen 3 noch einmal gebeten, dasselbe zu machen. Bei jedem hat es funktioniert. Und dann hat er wieder zu mir gesagt, Klaus, ich probiere nochmal, halt es über das Zentrum der Spirale.
Ich habe es wieder über das Zentrum der Spirale gehalten. Das Magnet, keinen Rührer. Eine halbe Minute, fast eine Minute. Und dann habe ich einfach gesagt, Luis, ich weiß nicht, aber bei mir funktioniert es nicht. Und daraufhin hat er dann zu Hermann Viamar gesagt, Hermann, du kannst die Objekte Klaus borgen für die Ausstellung. Wow, das war ein eine Riesenfreude. Das kannst du dir vorstellen, Tom. Und hast du jemals ich zeige erfahren, dir, warum das so war? Ich meine, warum das genau bei dir magnetisch war und nein, angezogen wurde? Hat er da was gesagt jemals? So, du nein, bist gut. nein, ich habe Luis gefragt, aber er hat nur gelächelt. Er hat gesagt, na, du kannst die Objekte ausborgen. Ein Zeichen. So, das ist ein weiteres Bild, wo ich gerade über die Spirale das Magnet halte. Ja, Zufall. Zufall. Dann, Hermann hat uns dann am nächsten Tag weitere Objekte gezeigt und einer der wichtigsten für mich war der von uns genannte Weltkartenstein. Der Weltkartenstein, hier dargestellt, äh, auf der rechten Seite, oberes Bild, sieht man eine Einlegearbeit, ein Auge, Mhm. vermutlich genau dort im Nahen Osten, wo Israel liegt. Also gerade Israel heute durch die ganze katastrophale Situation dort ist sehr interessant. Aber warum das Auge genau dort eingelegt ist, komme ich gleich darauf zurück. Meine Vermutung, also Bestätigung habe ich dafür nicht, aber meine Vermutung. Mhm. Von dort geht dann eine natürliche, im Stein natürliche Quarzader durch den Atlantischen Ozean. Hier auf der linken oberen Foto sieht man dann, sie passiert die Linie den Atlantischen Ozean und hier ist ein Kontinent eingraviert, der heute nicht mehr existiert, könnte ein Hinweis auf Atlantis sein, tritt dann hier bei Venezuela in den südamerikanischen Raum ein und endet hier bei Guayaquil in Ecuador. Und von Guayaquil geht eine Einlegearbeit nach Norden und da ist eine runde Einlegearbeit in der Quarzlinie. Und das ist genau der Ort, wo diese Objekte gefunden wurden. Und der Ort ist auch insofern interessant, dass dort eine Quelle existiert, die Gold und Silber in nanomikroskopischer Form enthält. Ein Wasser, das unglaublich stark ist. Da hatte ich Probleme dann, als ich 10,5 Liter Flaschen mit nach Österreich genommen habe, bei einer Reise 2003. Mhm. Da hatte ich Probleme in Guayaquil und am Flughafen in Wien, denn der Karton, auf die Geschichte komme ich später zurück. Mhm. Also gehen wir weiter jetzt. Dann geht die Quarzlinie entlang Zentralamerika, Nordamerika und geht dann hier herunter zu einem Kontinent, der heute auch in dieser Art nicht mehr existiert. Und hier geht die Linie dann nach oben und geht wieder zurück zum eingelegten Auge. Und auch hier ist ein Kontinent, da wo heute Japan und Taiwan ist, der in dieser länglichen Form auch heute nicht mehr existiert. Mhm. Und hier ein weiterer Kontinent, der auch in dieser Art nicht mehr wirklich existiert. Du siehst hier genau die rote Einlegearbeit. Ja. Hier Indien, beziehungsweise Indien hier länger als heute dargestellt und nach dem großen Tsunami wurden ja auch
unterhalb der Meeresoberfläche Strukturen Gebäudestrukturen gefunden. gefunden. Das heißt, dass auch Indien früher größer war. Und das wäre hier auf dieser sogenannten Weltkarte schon dargestellt. Kleine Zwischenfrage, Meine Klaus. Vermutung ist, Geht schon? ja, Na, sprich mal deine Vermutung. meine Vermutung. Ja, ich habe mehrere Nachweise, also Hinweise gefunden, dass die Tempelritter in Jerusalem in den Stallungen des Palastes von König Salomon Sarkophage gefunden haben mit Objekten, diese Artefakte, also Objekte in Sarkophagen. Und wenn meine Vermutung stimmt und Hinweise dafür gibt es eben, dann haben die Tempelritter diese Artefakte mit nach Frankreich genommen. Und wenn sie diesen Weltkartenstein hatten, dann wussten sie, dass in Ecuador beziehungsweise dass es dort einen interessanten Platz gibt. Und es gibt Nachweise, dass ein französischer 33 Grad Freimaurer im 18. Jahrhundert in Ecuador die Quelle, das Wasser des Lebens gesucht hat. Und man weiß, dass die Tempelritter sehr gute Schiffe hatten und wir haben auch Artefakte und Hinweise aus Mexiko, dass die Tempelritter bereits in Mexiko waren und auch in Kanada waren. Wir haben Hinweise, Artefakte, die darauf hinweisen. Das heißt, die Tempelritter waren in Mexiko, in Nordamerika und anhand des Weltkartensteins wussten sie vermutlich, wie sie auf die andere Seite des Kontinentes kommen. Also, das ist meine Vermutung. Beweise, tatsächliche Beweise gibt es nicht. Vielleicht wird es eines Tages durch mehr Artefakte, durch mehr Forschungen den Nachweis dafür geben. Aber die Frage für mich ist, wie konnten die Leute, die diesen Weltkartenstein angefertigt haben, denn nur die weiße Quarzlinie ist natürlich und die roten Markierungen unten links und rechts auf den Fotos, das sind Eingravierungen. Und das wäre wieder ein Hinweis, dass eine Hochzivilisation schon vor langer, langer Zeit auf dieser Erde existiert hat. Sie hatten ja gar keine Satellitenbilder oder sonstige Dinge, wie sie überhaupt die Umrisse der Kontinente und so weiter so richtig einzeichnen können. Ne? Was ich mich noch frage, Klaus, genau, bei dem vorigen Bild, geh noch vielleicht ganz kurz eins zurück, weil du gesagt hast, dort bei Taiwan, dort gab es einen Kontinent, der uns nicht bekannt ist. Oben und unten, also das Zipfel in der Mitte des Steines, das mittlere Bild, hast du gesagt, oben war ein Kontinent und unten auch. Haben die in unserer Geschichte einen Namen? Oder wir kennen ja Mu, Lemurien, Atlantis und diese Dinge, wie würden denn Mu angeblich, Mu müsste größer gewesen sein. Wo werden Mu hier Atlantis und Mu? Kannst du das auf den Stein zeigen? So circa macht das, dass das Sinn macht? Atlantik wäre hier. Mhm. Das ist Nordamerika, Zentralamerika, Südamerika. Mhm. Und auf der rechten Seite hier sieht man den langgezogenen Kontinent. Existiert Japan, Taiwan und geht sogar noch etwas weiter nach unten, könnte sogar hier die oberste Insel von den Philippinen sein. Boah. Und gibt es da einen Namen zu dem? Oder wie wird das genannt? Oder wissen wir das noch gar nicht? Nein, da gibt es keinen Namen, denn die Forschungen von Churchward und anderen Forschern ergibt sich, dass der Kontinent Mu im Pazifischen Ozean war. Und der ist hier am wenigsten dargestellt. Das ist hier nur dieser Bereich des Pazifischen Ozeans. Denn hier
von Japan bis herüber zum Atlantischen Ozean ist nicht mehr dargestellt. Also, alles klar. weil der Stein einfach nur 2 große Flächen gegeben hat und der Pazifische Ozean einfach zu groß war, den konnten sie hier nicht in der gesamten Fläche praktisch einbauen. Hier interessante Gegenüberstellung eines Globus mit eben dem Weltkartenstein. Dann hier eine genauere Darstellung. Also hier kannst du sehen Griechenland, Italien, hier Saudi-Arabien, das Rote Meer, Indien. Wie ist dieses Auge geklebt oder was ist das Auge? Das ist ein eingelegtes Auge. Und haben Sie das geklebt oder wie haben Sie das gemacht? Wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht, aber es ist perfekt eingelegt in diese natürliche Quarzlinie. Hier ist eine genauere Darstellung. Wahnsinn. Habt ihr es unter UV-Licht auch gegeben? Weil ja manche Artefakte, sage ich mal, auf UV reagieren. Reagiert dieser Weltenstein auch auf UV-Licht? Die rötlichen Eingravierungen und das Auge hat auch geleuchtet unter UV. Und da sieht man genauer sogenannte Atlantis. Dann die Quarzlinie geht herunter bis nach Guayaquil, hier in der Bucht von Guayaquil. Dann hier eine Einlegearbeit in diese Quarzlinie und hier eine runde Einlegearbeit. Und das ist genau dort, wo in La Maná in Ecuador diese Artefakte gefunden wurden. Eines der interessantesten Objekte, die Pyramide mit dem leuchtenden Auge. Hier die 13 Stufen. Und als uns Herr Mann diese Objekte, einige der Objekte unter UV-Licht gezeigt hat, waren wir mehr als erstaunt, dass das Auge leuchtet. Hier ist eine bessere Aufnahme davon. Das Auge normal, wie du auf der Weltkartenstein gesehen hast, ist grau in grau und nur mit UV-Licht erscheint das Auge in dieser Form. Ja, das ist ähnlich wie in der 12 Apostelzeche mit dem UV-Licht. Also sie haben kommuniziert mit UV-Licht und dieser speziellen Schrift, ja? Ja. Die Hier Templer. sieht man das Auge noch besser unter UV-Licht. Dann am Boden dieser Pyramide in Gold eingelegt die Orion-Konstellation und eine unbekannte Schrift. Und diese unbekannte Schrift, die haben wir in mehreren Ländern auf mehreren Artefakten gefunden. Von Kolumbien über Ecuador, über Nordamerika, über Frankreich bis in den Nahen Osten und nach Asien. Also muss es entweder globale Kontakte in der Vergangenheit gegeben haben oder noch ähnlicher globale Zivilisation. Denn Professor Schildmann, der war der Präsident der Deutschen Linguistikgesellschaft, er hat gemeint, er hat diese Schriftzeichen anhand von Objekten aus Kolumbien, Ecuador und Nordamerika und er hat gemeint, er hat diese Schrift dekodiert. Nicht übersetzt, sondern dekodiert, also wie einen Code entschlüsselt. Ja. Und seine Übersetzung dieser Einlegearbeit lautete: The Son of the Creator comes. Also der Sohn des Schöpfers kommt. Interessantes Telefonat hatte ich von einem amerikanischen Forscher, der Besuch hatte eines Professors aus Ceylon. Und er hat gemeint, dass dieses Schriftzeichen
in seiner Ursprache Sohn übersetzt wurde. Also ist damit Jesus Christus gemeint oder wer ist damit gemeint? Bitte? Wer ist damit gemeint, der Sohn des Schöpfers kommt? Ist damit Jesus Christus gemeint? Das kann ich nicht beantworten, Tom, denn das wäre eine Vermutung und vermuten geht nicht, denn dann kommt sofort wieder der Angriff von allen Wissenschaftlern. Habt ihr bei diesen Fundus, ich lasse das einmal kurz laufen. Habt ihr bei diesen Fundus auch Analysen gemacht, also wissenschaftliche C14 oder habt ihr da irgendwas gemacht? Na, von einigen Objekten ja, aber von allen Objekten, da bräuchte man ein gigantisches Budget und vor allem Wissenschaftler, die bereit wären, diese Objekte quasi zu untersuchen. Ja. Das Gold und eine Legierung von Gold und anderen. Also das ist der Helm offensichtlich, das ist die Pyramide. Yo asumo que es porque brilla, tú ves que tiene brillo. Er sagt, er nimmt an, dass das dieser Helm ist, weil man ja sieht, dass der Entonces yo tengo la pirámide y tengo esto. Lo que no tengo es esto, lo que no sé hacer es esto. Was er nicht weiß, seguramente esto tiene que ver con un mantra, con algo. Vielleicht ist ein Mantra, eine er weiß nicht, was das ist. Da haben wir das Symbol noch einmal. Was haben wir da jetzt gesehen, Klaus, für ein Video? Das ist, warte. Hier sieht man einen Mann, der auf einem Stein sitzt und die Pyramide in den Händen hält. Auf seinem Kopf hat er einen flachen, also leicht gerundeten Helm. Von diesem Helm geht wie eine Antenne ein Fortsatz nach oben. An der also ganz oben im Bild sieht man dann ein leuchtendes Objekt. Von den Augen des Mannes gehen Strahlen aus und auf der rechten Seite sind zwei Männer oder Figuren, die den Kopf beugen. Das heißt, die Pyramide erzeugt Energie. Der Mann, der die Pyramide hält, von dem gehen Strahlen weg zu den beiden Leuten und die Antenne zeigt nach oben zu diesem Objekt. Hier sieht man den Helm und da ist auch eine Ausbruchstelle, wo etwas da war. Das heißt, dass vermutlich diese Art Antenne am Helm abgebrochen war. Die wurde nicht gefunden. Auf diesem Stein sieht man an der Oberfläche zwei Augen, rote Augen. Dann der rechte Arm hält die Pyramide und mit dem linken Arm, den gibt man auf die Spitze der Pyramide. Also die Darstellung zeigt, wie man diese Pyramide halten soll. Mhm. Das ist eine weitere Pyramide mit an der Oberfläche auch eine Pyramide mit Auge und dann relativ viele Spiralen und Eingravierungen, deren Bedeutung aber unbekannt ist. Warte mal kurz langsam, den habe ich zum Beispiel noch nie gesehen, ja. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist oben die Pyramide und unten sind wie so mehrere Ebenen mit rechts, sind das nur rechtsdrehende Spiralen? Ja. Okay. Und was ist auf der rechten Seite von dem? Links habe ich Spiralen und rechts, was ist da alles? Also auf der rechten Seite? Das sind verschiedene Eingravierungen, aber das Foto ist nicht so gut, dass man es ganz groß vergrößern könnte. Beim nächsten Mal, wenn wir das machen. Okay, super, das habe ich Hier ist dasselbe Stein noch einmal, wo man die Gravierungen etwas besser. Das sind diese, in der ersten Zeile, zweite Zeile ist dieses Wesen mit dem dreieckigen Kopf, was auf diesen bunten Steinen eine Figur, ist. Ja, ich wusste ja nicht, dass du da noch das ist Klaus Donner, meine lieben Zuseher, ja. Man glaubt, man hat alles gesehen und plötzlich schüttelt er aus dem Handgelenk noch so 2, 3 kleine Fotos raus. Wahnsinn!
Ja, man kann in einer Präsentation nicht alle Details und alle Sachen zeigen, Tom. Darum machen wir das jetzt auf diese Art. Da gelingt es uns sicher, dass wir noch mehr Informationen geben können und dann wahrscheinlich auch wieder in Retour Informationen oder Erklärungen dazu erhalten können. So ist es. Das ist wiederum eine Pyramidendarstellung. Auch die Einlegearbeiten leuchten unter UV-Licht, wie du hier sehen kannst. Das musst du mal, das ist ein Wahnsinn. Dann wieder ein Stein mit einer Pyramide mit Auge eingraviert und hier im unteren Teil 3 Sternendarstellungen, die in etwa genau die Darstellungen wie der 3 großen Pyramiden in Gizeh darstellen. Also die Orion-Darstellung. Alles auf Sternbild Orion. Dann ein ganz interessanter Stein mit leicht Goldblättchen, Goldeinlegearbeiten, die Spirale, dann Menschendarstellungen mit einem 3-köpfigen Kopf. Das Interessante ist, dass viele der Chibcha oder Muisca Goldarbeiten Menschendarstellungen mit 3-köpfigen, dreieckigen Kopfdarstellungen zeigen. Und interessant, hier unten dann 2 normal menschliche Darstellungen, daneben wieder dreieckige Kopfdarstellung, dann hier wahrscheinlich Sonnendarstellung. Also das wäre interessant, wenn jemand diese Eingravierungen oder Einlegearbeiten erklären könnte. Vielleicht gelingt es einem Channeler aus dem Universum, Informationen darüber zu erhalten. Also ich könnte mal probieren, rechts, weil ich habe mir dieses Ding ja schon öfters angesehen. Ich kenne nur ein zweites, gibt es da noch, ich weiß nicht, ob die jetzt ident sind, aber so rechts unten, Männchen, Weibchen trinkt etwas aus einer Schale oder so einem Mond. Aus 3 wird dann 4, dann geht es von rechts unten nach oben, dann hast du wie so ein Torwächter in eckigen Stufen und darüber, also es ist auf jeden Fall wie eine Anleitung für etwas, weil ganz links oben hast Sonne, Mond und was das dritte auch immer sein mag. Wie interpretierst du das denn? Ohne jetzt eine wissenschaftliche Bewertung, was sagt dein Bauchgefühl, was das darstellen soll, so ganz frei raus? Da bin ich nicht der Richtige dafür. Ich gehe mehr auf die Details, aber ohne Erklärung. Vielleicht finden wir gemeinsam eine Erklärung. Interessant, aber unter der Figur bei den 3 Stufen das Dreieck mit einem runden Punkt in der Mitte. Siehst du das? Ja. Da kommen wir gleich darauf zurück. Moment. Dann hier wiederum eine Pyramide auf einer Maske. Dann ein großer Becher und 12 kleine Becher. Die kleinen Becher sind alle in leicht verschiedenen Größen. Und wir haben dann alle 12 Becher perfekt gefüllt mit Wasser und ganz vorsichtig in den großen Becher hineingefüllt. Und das hat genau den Inhalt des großen Bechers ergeben. Auf dem großen Jadeit-Becher gibt es Sternenkonstellationen, den großen Hund, Betelgeuse und einen dritten aus dem Orion. Ophiuchus, glaube ich, oder so ähnlich, kann das sein? Hier könnten wir die Astronomen bitten, ob sie uns die genauen Sternennamen mitteilen könnten. Sehr interessant die kleinen Becher, denn die haben Schriftzeichen, also Zahleneinlegearbeiten, die sehr ähnlich sind mit den Maya-Zahlen. Hier noch einmal den Becher unter UV-Licht. Die Einlegearbeiten leuchten sehr stark.
Los Dogones, los Dogones. Misma cultura. Dann sehr Sirio. interessant, Dogones, hier Sirio. kann man mit dem kleinen Mira, Magneten mira como el comportamiento de der aquí es große un comportamiento Becher muy preciso. an der Oberfläche nur im Zentrum der 3 großen Sternen magnetisch und an der Innenfläche, wie du hier siehst, Mhm. komplett magnetisch. Pero afuera Also tiene un das ist comportamiento eine preciso. der Erklärungen, wo ich sage, das You wanna take kann one? You wanna take eigentlich one? nicht möglich sein. Denn wenn der Jadeit Erzinhalt hat, dann muss er von beiden Seiten gleich magnetische Funktionen haben. Also wie gesagt, Unglaublich. an der Außenfläche nur im Zentrum der 3 großen Sternen, an der Innenfläche überall komplett magnetisch. Hier Nahaufnahmen von den kleinen Bechern und du kannst genau sehen, dass der Mittelbecher Ist kleiner. kleiner ist Mhm. als die beiden links und rechts, aber der Gesamtinhalt der 12 kleinen Becher füllt den großen bis komplett nach oben. Mhm. Dann hier die Darstellung der Meierzahlen und hier an der die obere Linie die Maya-Zahlen, Lamana-Zahlen Mhm. Mhm. und die untere Linie zeigt die Maya-Zahlen. Also auch hier wiederum, wieso hat man, wenn dieser Becher, und er kam aus dem Nahen Osten, wieso hat es dort Zahlen gegeben, die eine Ähnlichkeit mit den Maya-Zahlen hatten? Wiederum eine Frage, auf die es noch keine Antwort gibt. Wir wissen ja bis heute auch nicht, woher die Mayas wiederum ihre Zahlen, Symbolik und so weiter hatten. Ne? Also wir wissen ja nicht, woher die das alles haben. Ja, da gibt es jetzt wieder, da kommen wir in einer der weiteren Folgen darauf zurück, da gibt es jetzt viele Ausgrabungsarbeiten, die UFO-Darstellungen, die Menschendarstellungen der verschiedenen Arten gibt. Also im Zusammenhang mit Mexiko, mit den Mayas, da ist noch einiges, was in den nächsten Wochen, Monaten zutage kommt. Noch einiges. Dann hier wiederum eine Jadeit-Platte mit derselben Sternenkonstellationseinlegearbeiten wie auf dem großen Becher und 2 Figuren aus Jadeit, die nach oben schauen. Auch dieses Objekt, wow. Die Einlegearbeiten sehr stark unter UV-Licht. Was ist dieser Cluster da rechts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 7 Punkte auf der rechten Seite auf den Spitz. Sollen das die Plejaden sein? Die 7? Da bin ich überfragt. Da brauchen wir die Hilfe von unseren Freunden. Also wenn ihr astrologisches Wissen habt oder astronomisch oder wie auch immer, ihr seht help@whoknows.me. Wir werden es dann auch in der Videobeschreibung und so weiter einblenden. Wir sind für jeden Tipp dankbar. Also ja, ist jetzt nur zusammen schaffen wir das. Dieser herzförmige Stein, der aber Ausbruchsachen hat, hier auf der linken Seite ist etwas weggebrochen und hier von dem schwarzen Material ist etwas weggebrochen. Wenn du aber genau schaust, hier siehst du 2 geschlossene Augen, hier die Nase, hier der Mund, hier ein langer Bart und hier lange Haare. Punkt 1. Wie kann ein brauner Stein einfach die Farbe auf schwarz wechseln und zwar genau dort, wo quasi ein bärtiges Gesicht dargestellt wird? Tom, ich weiß nicht, ob du das Grabtuch von Turin kennst. Wenn du aber einen Vergleich anstellst zwischen dem Grabtuch von Turin, dem Gesicht, das dort dargestellt ist, und diesem hier, dann musst du mir zugestehen, dass eine Ähnlichkeit besteht. So, jetzt aber, du hast einen großen Becher und du hast 12 kleine Becher. Du hast ein Gesicht, das eine Ähnlichkeit hat mit dem Grabtuch von Turin. Aber anhand
des Weltkartensteines, des Alters des Weltkartensteines, müsste aber auch dieser Stein hier um vieles, vieles älter sein als 2023 Jahre. Also. Wahnsinn. Dieses Gesicht hier besser erkennbar, der Mund. Und wenn man das Magnet genau über den Mund hält, was Dr. Hampeis hier macht, dann siehst du, dass das Magnet praktisch... Ja, da sieht man das. Genau, da ist genau bei seiner Zunge, genau da in der Mitte ist wie so ein Magnetfeld, weil du siehst, dass das so anfängt zum Zittern und plötzlich versucht. Als wenn das Gesicht zu dir sprechen würde. Auf der Rückseite hast du jetzt, wie auf dem anderen Stein, dieses Dreieck mit der weißen Einlegearbeit. Siehst du? Ja. Und das ist genau die Rückseite bei seinem Mund, wo diese Pyramide ist? Ja. Und hier hast du nur eine magnetische Stelle genau im Zentrum des Dreiecks. Ja, das sieht man. Ist das kommt der Magnetismus von der Einlege, von dem grünen Einlegeding? Na, das ist dann zu schwach, weil wie kann es dann auf der anderen Seite sein? Hä? Okay. Was ist da eingelegt, das Grüne? Was ist das? Das weiß ich nicht. Um eine Analyse zu machen, müsstest du ein Stück daraus herausbrechen und das wäre einfach ein geht nicht, absolut nicht. Ne? Was gäbe es für Möglichkeiten? Ich kenne mich da ja technisch zu wenig aus. Wie würden wir das heute technisch, was brauchen wir da für Arten von Untersuchungen? Reden wir da von C14, Elektroskop, keine Ahnung, ich kenne mich, was braucht man? Es gibt verschiedene Arten der Untersuchung. Die Geräte werden immer besser. C14 wird teilweise angezweifelt. Dann Thermolumineszenzuntersuchungen und so weiter. Aber wenn ein Stück eingelegt ist, wie willst du das untersuchen? Musst es draus brechen, ne? Ja, und das wär ein totales Fauxpas. Ich würde niemals aus einem uralten oder alten Objekt etwas herausbrechen. Hättest du noch Kontakte zu den Objekten? Nur um zu wissen, was es für Material ist. Das ist einfach, sowas macht man nicht. Absolut nicht. Hättest du noch Kontakt zu jenen, der die Artefakte hat? Hermann Wirma ist leider vor 1,5 Jahren verstorben. Er hatte einen Herzinfarkt, hat mich aus dem Krankenhaus noch kontaktiert und eine Woche später habe ich leider die schlechte Nachricht von seiner Tochter erhalten. Und du kannst mir glauben, das hat mir mehr wie weh getan. Aber die Familie hat diese Artefakte und ich bin überzeugt, dass wir für eine Ausstellung die Sachen wieder borgen können. Das heißt, nur noch einmal, um das festzuhalten, auch für die Zuseher und so weiter, vielleicht schauen wir gerade die richtigen Leute auch zu. Wir haben nach wie vor noch Kontakte zu diesen Objekten. Hätten wir das Budget und hätten wir die Fachkräfte oder das Fachwissen und die Analysemöglichkeiten und so weiter, dann könnte man alles mal herholen, für eine Ausstellung vorbereiten und gleichzeitig schon analysieren lassen. Und das können wir nicht, dazu brauchen wir das Kollektiv, ja. Das haben wir 2001 gemacht. Wir haben 3 Monate vor Ausstellungsbeginn die genetische Scheibe und Objekte von Professor Gutierrez bereits nach Wien geholt und haben hier Untersuchungen gemacht. Dann ein Cobra-Kopf mit 33 Einlegearbeiten an der Bauchfläche, also an der Unterfläche des Kopfes und links und rechts jeweils 7 Punkte Einlegearbeiten. Auch diese Einlegearbeiten hier unter UV-Licht leuchten sehr stark. Ja, okay. Das sind die Ja, ist das jetzt bereits aufgenommen? Sagen Sie nochmal das mit den Chakren. 7 Stück. 7 Stück, oder? Die 7 grünen Punkte. Dann habe ich aus Indien von einer
von einer Professorin die Information erhalten, dass diese Position Padma-Asan in der Yoga, Praktisch. das betrifft eine Figur, Entschuldigung, das betrifft eine Figur, die auch später noch kommt. Aber zur Cobra habe ich die Informationen erhalten, dass in der indischen Mythologie gibt es 33 Götter und Göttinnen und die 7 Zirkel, also die 7 Punkte, präsentieren Subchakras in Yoga. Also hier wiederum das Auge in Jerusalem oder im Nahen Osten eingelegt im Weltkartenstein, aber dann auch zum Beispiel hier eine Kobra, die es in Südamerika nie gegeben hat. Wir haben hier auf den Philippinen jede Menge Kobras, auch die Königskobra. Und das auch mit UV-Licht und so weiter, das ist ja das ist unglaublich, diese Fotos von dieser Schlange. Dann hier der Rücken dieses Objektes, die schlangenförmige Einlegearbeit. Und an der Vorderseite, auf der rechten Seite, das 3. Auge eingelegt und 2 Punkte quasi unter dem Penis. Also das wurde mir erklärt, dass das im Kundalini die sexuelle Energie schlangenförmig über den Rücken zum 3. Auge geht. Auch diese Sache, Kundalini und so weiter, mehr in den asiatischen Raum verlegt. Hier aus Stein ein helmartiges Objekt mit Einlegearbeiten an der Innenseite. Und da haben mir Akupunkturexperten erklärt, dass diese Punkte am Hinterkopf für Akupunktur sehr wichtig sind. Energetische Punkte. Auch diese Einlegearbeiten unter UV-Licht leuchten sehr stark. Und hier kann man wie man diesen Helm praktisch auf die Schulter setzen konnte oder wenn man ihn auf den Boden gelegt hat, den Kopf hineinlegen konnte. Und hier die Hinterseite. Also interessant, dass der spitz offen ist unten. Das finde ich auch interessant. Warum machen es genau den spitz offen? Müssen sie ja nicht machen, ja? Das ist... Keine Ahnung, warum. Hast du da was gespürt, Klaus, wie du das aufgesetzt hast? Hast du da was wahrnehmen können oder so? Ich habe dir schon, glaube ich, bei einem unserer Treffen in Wien gesagt, dass ich nichts spüre. Ich spüre weder bei der Pyramide mit dem Auge, wo Besucher in Wien einfach zurückgeschockt sind von der starken Energie. Wir hatten ein Erlebnis mit der Pyramide mit dem Auge, dass eine Glasvitrine explodiert ist, eine Sicherheitsglasvitrine in 1000 Stücke. Während der Ausstellung oder was? Ja, wir hatten in der Hektik der letzten Tage einige leichte Schreibfehler bei Erklärungen der Objekte. Bei der Pyramide, die du vorhin so zum ersten Mal gesehen hast, wo die Spiralen und so weiter drinnen sind, die hatten wir vor der Pyramide mit dem Auge in einer Glasvitrine dargestellt. Und da war ein Rechtschreibfehler. Das war im 2. Tiefgeschoss im Schottenstift in der Ausstellung. Und eines Abends nach 9 Uhr Schluss, nach Schließung, habe ich mit meinem Sohn und 2 Freunden die Vitrinen, wo Fehler waren, die Papiere ausgetauscht. Und das war schon relativ spät, 11 Uhr. Und da hat mein Sohn und Reinhard Habeck und noch ein Freund haben die Vitrine mit dieser Spiralenpyramide geöffnet. Und ich wollte einen Spaß machen
und bin in die Pyramide, die wir gebaut hatten, für die Pyramide mit dem Auge, damit wir die Lichter wechseln konnten, von Normallicht auf UV-Licht. Die war schon dunkel und da wollte ich einen Spaß machen und ich habe zu meinem Sohn gesagt, ja, ich bin schon müde, ich gehe in die Pyramide und hol mir Energie. Und ich bin in diese Pyramide hineingegangen, zur Pyramide mit dem Auge und habe links und rechts, so wie es manche Besucher gemacht haben, die Hände gehalten. Und auf einmal habe ich wirklich, das war das einzige Mal, wo ich wie einen Stromschlag bekommen habe. Dann hat es mir die Haare aufgestellt. Ich bin sofort heraus aus der Pyramide und meinte dann nur zu den dreien, schließ mir jetzt die Pyramide, aber bumm, so quasi schnell. Und wie ich bumm gemacht habe und mit der Handbewegung zur Glasvitrine, ist die in 100.000 Bruchstücke explodiert. Wow. Effektiv explodiert. Und normalerweise, wenn eine Sicherheitsvitrine explodiert, entsteht starker Druck. Das heißt, wir waren mit den Gesichtern relativ nahe. Wir hätten definitiv Verletzungen haben müssen. Keiner, außer mir auf der rechten Hand hatte ich eine kleine Schnittwunde. Aber wir waren alle vier so, die Splitter sind 10 Meter in der Ausstellungshalle herumgeflogen durch die Explosion. Aber uns ist nichts, Gott sei Dank, nichts passiert. Und wir hatten im ersten Stock einen Nachtwächter mit einem Rottweiler. Und wir sind sofort nach oben gegangen, weil ich habe gesagt, ich brauche jetzt sofort eine Zigarette, weil ich habe richtig zittert vor Schreck. Ne? Kann ich mir vorstellen. Und wir sind hochgegangen und der Wärter hat gemeint, Herr Donau, was ist denn los? Dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt eine Zigarette. Sagen Sie mal, haben Sie die Explosion nicht gehört? Sagt er, was für Explosion? Sage, uns ist eine Sicherheitsvitrine explodiert. Das hat einen riesen Knall gemacht. Und der Wächter schaut mich an und sagt, Herr Donau, mein Rottweiler, wenn das Holz arbeitet, der Ausstellungsvitrinen, rennt er wie eine Rakete nach unten. Weder der Hund noch der Nachtwächter haben die Explosionston gehört. Aber für uns 4 war es eine Explosion. Das war ein Riesenknall. Für mich gibt es bis heute keine Erklärung, wieso der Hund das nicht gehört hat. Pfah. Also, Ja, fast wie heißt der Film, wie bei Jumanji oder sowas, ne? Oder wie das heißt, ne? Wo im Museum plötzlich alles abgeht in der Nacht. Wahnsinn. Ja. Also ich habe in den letzten über 20 Jahren so einiges mit unerklärlichen Sachen erlebt. Früher, sogar noch bis zur Ausstellungseröffnung, war ich derjenige, der immer gesagt hat, lasst mich bloß mit den Esoterikern in Ruhe. Die leben alle auf einer rosenroten Wolke. Aber in der Zwischenzeit habe ich meine Meinung sehr wohl geändert. Zu einigen. Es gibt schon einige übertriebene auch, aber es gibt Sachen, die man einfach mit nichts erklären kann. Selbst wir hier unterirdisch in 50 Metern haben Erlebnisse gehabt, also da stellst du nur die Haare auf und du kannst nur sagen, okay, ich habe keine Erklärung, aber es gibt Sachen, Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir einfach nicht erklären. Absolut. Ich glaube, da stimmt auch jeder zu, weil mit mehr Menschen ich rede, ich kenne so viele Freunde und Bekannte, die mittlerweile, man kann es gar nicht pauschalisieren, Erlebnisse, Situationen, einfach wirklich Situationen, die einfach sehr, ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, solche Situationen, ja, who knows, was das ist, jeder weiß, was ich meine, ja. Ja. Spitze. Ja, also hier ein Objekt, das zerbrochen ist und nicht ganz fertiggestellt wurde. Das dürfte wahrscheinlich bei der Herstellung zerbrochen sein. Warum es aber auch mitgenommen wurde, ist keine Erklärung dafür. Dann hier die berühmte Spirale. Auch die Einlegearbeiten hier leuchten sehr stark unter UV-Licht
und schauen wirklich farbmäßig genauso aus wie das Logo, das wir unter 20 ausgesucht hatten, aber schon lange vor der Reise nach Ecuador. Gab es da Gibt keine mehrere dieser Punkte. Teller? Also dieser Spiralteller jetzt beim vorigen Bild noch einmal, gab es da nur diese eine Scheibe oder gab es da mehrere von denen? Es gab 3 Scheiben, hier ist die zweite Ja. davon, mit 7 verschiedenfarbigen Kreisen eingelegt in diese Jadeit. Schaut aus wie ein Und da Kochfeld. haben einige Experten in Wien, Steinbearbeitungsexperten, gemeint, dass auch heute maschinell es noch schwierig wäre, diese Kreise aus anderen Materialien einzulegen. Perfekt. Also das war keine leichte Arbeit. Und sind wieder 7 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, Ja. 5, 6, 7 Ja. Kreise wieder. Schaut Ja. aus wie ein Kochfeld, weißt du? So ein Campingkocher oder sowas, ne? Mit so einer elektrischen Platte, die sich dann erhitzt. Habt ihr da was draufgestellt oder habt ihr da Tests gemacht mit dem damals? Na, da gibt's nur einen Fall, dass mir eine Professorin in Wien einen Professor gebeten hat, Mhm. der wahrscheinlich mit Magnetismus und so weiter zu tun hat, diese Scheiben zu untersuchen. Und nach Ausstellungsende hat er sich angemeldet mit einigen Studenten und um 7 Uhr früh kam er dann. Wir haben die Scheiben schon hergerichtet gehabt und er hat dann ein metallenes Dreibein über diese Scheibe zum Beispiel gehalten mit der Spirale. Und an diesem Dreibein war ein Magnet angehängt. Und wie er gekommen ist, hat man gemerkt, dass er unwillig war, weil er gesagt hat, na, wo sind dann diese besonderen Spiralen, diese magnetischen, ne? Und dann hat er das Dreieck dort aufbauen lassen durch die Studenten mit dem Magnet und alle sind drumherum gestanden und auf einmal hat er ganz hektisch gemeint, filmen Sie das zu den Studenten und fotografieren Sie das. Ich konnte nicht sehen, weil das umringt war von ihm und den Studenten und dann hat mir die bekannte Professorin, die habe ich gebeten, ob ich das Resultat von dem Professor bekommen könnte, weil mir hat er nichts gesagt. Mhm. Das habe ich bis heute nicht erhalten, aber irgendetwas muss es ausgelöst haben, weil er ganz hektisch zu den Studenten gemeint hat, fotografieren Sie das, filmen Sie das. Wie hat denn der Professor Aber geheißen? Dürfen wir ihn an der Stelle einen lieben Gruß ausrichten? Vielleicht möchte er sich doch melden und das Resultat jetzt sagen. Gibt es einen Namen oder dürfen wir den sagen? Ja, er war damals schon ziemlich alt, vielleicht ist er schon in Pension, beziehungsweise vielleicht lebt er nicht mehr, ich weiß es nicht. Aber ich habe mehrmals die Professorin gebeten und sie hat mir versprochen, sie wird sich darum kümmern, aber leider hat sie das nicht geschafft. Dann eine weitere Scheibe mit Kreisen, die aber ineinander übergehen, auch mehrfarbig. Und auch hier leuchtende Einlegearbeiten unter UV-Licht. Dann eine Schlange aus Jadeit. Woher kennst du da eine Mit- Schlange? Ich sehe da irgendwie was zusammengeringeltes, links oben wie ein Kopf. Oder so. Das ist eine eingeringelte Schlange, definitiv. Mhm. Auch mit Und auch Einlegearbeiten, oder? Sind auch lauter Punkte drauf. Punkte aus Einlegearbeiten und 2 Augen, die auch alle unter UV-Licht leuchten. Dann ein Delfinkopf, auch Mhm. wiederum mit Einlegearbeiten. Und auch diese Wow. leuchten sehr stark. Was unter hat UV-Licht. der da an der Kehle? Soll das seinen Mund darstellen? Stellt den Mund da. Und aber so ein Auge rechts. Rechts und links, jeweils ein Auge. Warum? Die haben doch dort gar keine Delfine eigentlich. Oder? Was haben die? Spannend. Die haben dort ja gar keine. Wie kommen sie auf Delfine? Das verstehe ich nicht. Haben die dort Delfine? In Delfine? der Gegend, ja.
Ich habe dir ja gesagt, die Objekte sind nicht von dort. Ja, deswegen sage ich ja, dass die da Aber Delfine Delfine machen. gibt es weltweit. Delfine gibt es weltweit. So Dann was wie ein Herz. ein herzförmiger Stein mit einer Schlange eingelegt. Mhm. Dann interessant hier ein Fuß aus Stein und an der Oberfläche wiederum 3 Sternen eingelegt. 1, 2 und 3. Hat der an der Unterseite dieser Fuß, hatte der irgendwelche Einlegarbeiten oder sonstige Muster oder Nein. sowas oder war es komplett glatt? Nein, nur die 3 Sternenkonstellation. Dann ein Kopf mit 2 Augen eingelegt. Den konnte man auf seine Stirn halten. Mhm. Und auf der Rückseite war quasi ein drittes Auge eingelegt. In und das Rot? konnte man genau auf seine Stirn halten. Das war eine rote Einlegearbeit? Ja. Das schaut ja komisch aus. Und dann, das betrifft jetzt hier die Yoga-Darstellung. Denn wenn man diese Statue anschaut, dann fragt man sich, ob die nicht auch wie die Kobra etwas mit dem asiatischen Raum zu tun hat und nicht mit einer existierenden präkolumbianischen Kultur. Dann eine Figur mit dem dritten Auge. Und nur nochmal, auch diese Artefakte, wir reden immer von derselben Sammlung, dieselbe Höhle mit denselben Dingen. Alle Objekte aus derselben Höhle. Na, wie passt denn das? Ja, Diese okay. Darstellungen mit verlängerten oder verlängerten Schädel, Mhm. Langschädeldarstellungen. Dann auch diese Darstellung geht mehr in den phönizischen Raum, in den asiatischen Raum. Und diese Figur hält eine Scheibe, so wie wir Richtig. aus den Jareitscheiden hatten. Eine Scheibe in den Händen, Es in ist der Hand. total spannend, weil sie ja auch, geh nochmal eins zurück bitte, weil sie ja auch diese großen Ohrläppchen oder diese Einlegungen, diese Ringe oder was ja viele Jugendliche mittlerweile ja, sag ich mal, nachahmen, nenne ich es jetzt einmal, dass diese Wesen oder diese Menschen, diese Zivilisation, diese Scheiben in den Ohren hatten. Operationen. Ja. Mhm. Boah. Der Krampus. Ja, solche Darstellungen gibt es in Südamerika viele, viele, aber auch im asiatischen, im Mhm. chinesischen Raum und im mongolischen Raum. Mhm. Dann einen Kokrakauer. Ein Mittelscheitel. Bitte? Mit einen Mittelscheitel hat er. Er hat sogar einen Mittelscheitel an die Haare oben. Ja, die Schlange um die Schulter. Ah ja, und einen riesigen Phallus mit Einen Geometrie Phallus. drauf. Dann eine Frau. Die habe ich alle noch nicht, die hast du mir alle noch nie gezeigt. Cool. Ist für mich auch neu. Wow. Okay. Das hat Ingenieur Sotomayor versucht, die Farbkonstellationen festzustellen Mhm. und dann praktisch übermalen, aber nur an einigen Objekten. Aber das Rot, was da drauf ist, ist schon original. Das ist noch die alte Das Bemalung. sind die Originalfarben. Da wurde nichts gemacht. Auch hier wieder Immer diese dieselbe. Haltung. Wo denkst du, diese Bilder, die wir da jetzt da sehen, wo würdest du die jetzt dazu ordnen, sag ich mal, vom Kontinent her? Du persönlich jetzt, so gefühlsmäßig. Geht das in den asiatischen Raum? Einige in den asiatischen, vor allem die Darstellung jetzt
Mhm. Erstens die Sitzhaltung, zweitens die Kopfbedeckung, dann wiederum die Schlange Mhm. Die um die Augen, ne? Schulter. Sind ja auch sehr, wie sagt man, Augen, spitz oder ja, mandelförmig oder wie man das sagt. richtig, ja. Kind. Auch hier wieder, Das ist doch kein Menschenkind, oder? Oder woher? ja, ja. Auch hier, das könnte man in den Ja, asiatischen wenn du bzw. sagst, das ist japanischen Raum, genau, wenn du sagst, ja, das ist wie sagt man, ein Ninja oder irgend so Samurai. ein Samurai, danke, ein Samurai mit Schutzpanzerung und faszinierend. Dann wiederum eine Figur mit langen Zähnen. Mhm. Auch hier immer wieder die Schlange. Immer wieder die Schlange. Was hält der da in der Hand? Auch ein Objekt oder sowas, ne? Mit so geripptes. Mhm. Hat er da auch eine Scheibe wieder in der Hand, in seiner linken? Ja, sieht so aus, ja. Ha. Das ist La Mana, die Ortschaft. Und am Hügel im Hintergrund, das ist praktisch die Stelle, wo es diese Quelle mit dem besten Wasser der Welt gibt und wo die Objekte in einer Höhle auf der Rückseite bei Goldarbeiten gefunden wurden. Das ist die Nähe der Quelle und die Nähe der Höhle. Und eine Firmeninhaberin hat dann das Gebiet vom Ingenieur Sotomayor gekauft, inklusive der Quelle, und hat dann eine Wasserabfüllanlage gebaut Mhm. und wollte dann aber mit diesem Wasser aus La Mana den normalen Mineralwasserfirmen, den riesigen Konzernen wie Nestle und so weiter Konkurrenz machen, was komplett Irrsinn war, denn dieses Wasser hätte sie unbedingt exklusiv als spezielles Wasser verkaufen sollen. Dann hätte sie sicher Erfolg gehabt. So nicht. Und meine letzten Informationen waren, dass kolumbianische Ärzte die Quelle und diese Abfüllanlage gekauft haben. Das Wasser hat so viel Energie. Tom, ich habe 2003 Wasserflaschen, Plastikflaschen mit diesem Wasser mit nach Hause genommen. Ich habe heute noch 3 Flaschen im Keller stehen, die man sofort öffnen und trinken könnte. Das Wasser ist nicht gebrochen durch den hohen Gold- und Silberanteil in nanomikroskopischer Form. Und noch einmal ganz kurz auf das Problem mit dem Wasser in Ecuador und in Wien zurückzukommen. Ich war mit einem Wasserspezialisten in Ecuador und wir sind dann am Rückflug am Flughafen in Guayaquil. Wir haben unser Gepäck eingecheckt. Ich habe meinen Koffer und einen Karton mit 10 1,5 Liter Plastikflaschen mit diesem Wasser verpackt abgegeben. Und wir haben uns hingesetzt und nach einigen Minuten wurde ich aufgerufen. Ich musste zum Informationscounter und dort wartete eine Angestellte des Flughafens auf mich und ich musste mit ihr gehen in einen Raum. Der Raum öffnet sich, dort ein großer Scanner, mein Koffer, mein Karton, umringt von circa 10 bewaffneten Soldaten. Und ein Offizier ist auf mich zugekommen und hat gefragt auf Spanisch, ist das Ihr Gepäck? Gott sei Dank kann ich Spanisch. Ich habe gesagt, ja. Er hat mich gefragt, was ist in dem Karton?
Ich habe gesagt, 10 1,5 Liter Flaschen mit Wasser aus einer Quelle aus La Mana. Er hat mir gesagt, ich muss den Karton öffnen. Ja. Jetzt habe ich das erste Mal ein komisches Gefühl bekommen, denn den Karton habe ich nicht selbst verpackt. Ich habe gehofft, dass mir da ja niemand etwas hineingetan hat, was verboten ist. Ich habe dann den Karton geöffnet, habe eine nach der anderen 10 Flaschen herausgeholt, habe den Offizier angeschaut und habe gesagt, Plastikflaschen mit dem Wasser einer Quelle. Dann hat er gesagt, ich soll es wieder hineingepackt. Dann hat er den Karton genommen, ist zum Scanner gegangen, hat den zweimal durch den Scanner geschickt, hat dann telefoniert. Daraufhin kam ein Arzt mit einer leeren Spritze und ich musste wieder 2 Flaschen aus dem Karton auspacken und er hat aus den beiden Flaschen Wasser entnommen, ist weggegangen. Halbe Stunde. Ich habe geschwitzt, du kannst dir vorstellen. Das glaube ich. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, wenn die mir Kokain oder sowas ist eingesperrt auch gleich, ne? Haben, na dann, guten Morgen, liebe Sonne. Dann nach einer halben Stunde kam er zurück, hat mit dem Offizier gesprochen, der hat sich zu mir umgedreht, hat gesagt, Sie können gehen. Du kannst dir vorstellen, was für ein Stein von meinem Herzen gefallen ist. Und ich in meiner Nervosität habe gesagt, wo kann ich rauchen? Non-smoking. Okay. Ich bin wieder zurück zu meinem Freund. Der hat gesagt, wo warst du so lange? Ich habe ihm die ganze Geschichte erklärt und von dort, von Guayaquil, sind wir nach Bogota geflogen. Ich habe gesagt, mein Gott, jetzt werden wir das gleiche Problem in Bogota bei der Einreise haben. Bei der Einreise nichts passiert. 3 Tage später Rückflug nach Wien über Amsterdam. Habe ich gesagt, lass uns 4 Stunden früher zum Flughafen gehen, wenn wir das Problem wieder haben. Man weiß ja nicht, wie lange das dauert. Ne? Ja. Wir waren dort eingecheckt und haben dann gewartet, bis ich wieder aufgerufen werde. Nix. Boarding, nix. In der Maschine niedergesetzt, nix. Maschine startet, Gott sei Dank. Ne? Amsterdam gelandet, umgestiegen, Austrian Airlines nach Wien. Wien angekommen, mein Koffer, mein Karton auf ein Wagerl und dann bei nichts deklarieren raus. Nichts passiert. Durch die Flughafenhalle auf einmal links und rechts Zivilfahndung. Bitte kommen Sie mit uns. Wieder Retour hinein. Echt jetzt? Wieder zum Scanner. Ich soll den Karton in den Scanner geben. Ich gebe ihn rein. Die haben ihn 2-3 Mal durchlaufen lassen. Dann haben sie mich angeschaut und der eine hat gesagt, woher kommen Sie? Sage ich, aus Ecuador. Was haben Sie dort gemacht? Na, ich habe für meine Ausstellung Artefakte wieder gesucht. Was für Ausstellung? Habe ich gesagt, das war 2003 war das. Habe ich gesagt, 2001 habe ich in Wien eine Ausstellung Unsolved Mysteries gemacht. Worauf der eine der beiden Zivilfahnder gesagt hat, was Sie waren der Veranstalter? Sage ich, ja, warum? Sagt er, super Ausstellung. Super War der Ausstellung. dort oder was? Ich war 2-mal mit meiner Gattin dort. Haben Sie wieder was gefunden? Habe ich gesagt, ja, wir haben diesmal Knochen von einem 7,60 Meter Skelett gefunden. Hat er gelacht. Ich glaube, der hat mir nicht geglaubt. Aber dann hat er zu mir gesagt, wissen Sie, warum wir Sie rausgeholt haben? Sage ich, ja, wegen dem Karton. Sagt er, sagen Sie mir, was ist da drinnen? Sage ja, das Problem habe ich schon in Ecuador gehabt. Das ist Wasser einer speziellen Quelle in Ecuador. Sagt er, ja. Sagt er, wenn ich einen Karton mit Plastikflaschen mit Wasser in den Scanner gebe, dann muss ich die kolorierten Plastikflaschen am Bildschirm sehen. Schauen Sie, was am Bildschirm ist. Ich gehe zum Scanner, schaue den Bildschirm an, der war schwarz. Sage ja, Sie haben ja kein Foto gemacht. Sagt er, oh ja, aber da ist kein Bild drauf. Das heißt, das Wasser hat so viel Energie,
dass der Scanner praktisch überfordert war. Der hat kein Bild angezeigt. Und das Gleiche, Tom, ist Michael Tellinger passiert. Der hat einen runden Stein, der Energie erzeugt, mit nach Amerika genommen, um ihn Nassim Haramein zu zeigen. Und am Flughafen in Amerika hat er die schwersten Probleme gehabt. Die haben ihn rausgeholt. Er musste den Koffer öffnen, bis er den Stein gezeigt hat. Dann haben sie den Stein in den Scanner geschickt. Der hat das gleiche Ergebnis gehabt. Durch die Energie wurden beide Scanner in Amerika und in Wien überfordert. Das ist ein Riesenthema und ein wenn du so willst, Problem für uns zumindest, für die Artefaktwissenschaftler sozusagen, diese Dinge überhaupt aus den Ländern zu bekommen. Weil wir haben ja selbst auch Kontakte nach Peru, wo unzählige Artefakte sind. Nur es ist nicht so einfach, das einfach rauszubekommen, weil du bleibst überall bei den Flughafenkontrollen hängen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich will das jetzt nicht rechtlich bewerten, aber das ist so ein Riesenthema, mal die Dinge herzubekommen und zu untersuchen, Das ist nicht so einfach. Tom, nicht alle Objekte haben dieselben Reaktionen, nicht alle Objekte. Aber viele davon, ne? Ja. So, jetzt sind wir am Abend. Dann hier habe ich noch 2 Bilder, die der Ingenieur Sotomayor angefertigt hat. Jeweils 2 Steinpyramiden auf Zement. Die hat er aber selbst gemacht. Und zwar hat er gesagt, falls er wieder geboren wird und hierher kommt, damit er diesen Platz wieder findet. Und jetzt noch eine ganz interessante Geschichte. Er hat uns beim ersten Mal, wie wir ihn getroffen haben, der Ingenieur Sotomayor, hat er uns gesagt, hinter der Quelle gibt es einen pyramidenförmigen Hügel. Und da hat er uns gesagt, in diesem Hügel ist ein UFO vergraben. Natürlich habe ich ihm das nicht geglaubt. Und 2005 war ich mit einem guten Freund, von dem ich weiß, dass er Energetiker ist, dass er Sachen sehen und erkennen kann, die man nicht erklären kann, war ich in Südamerika, war ich in Ecuador, in La Maná, und wir haben die Quelle untersucht. Und als wir bei der Quelle ankamen, hat er mehrmals auf diesen Hügel geschaut. Und erst nach Rückkehr nach Wien, als wir uns wieder einmal gemütlich getroffen haben, hat er mir gesagt, Klaus, weißt du, was ich in dem Hügel gesehen habe bei der Quelle? Sage ich, nein, was? Sagt er, da ist ein UFO vergraben. Ja, und das im Hintergrund sind meine Wächter, das sind meine Hunde, die auf mich aufpassen und die mich schützen. Ach so, bei dir jetzt da im Hintergrund, die da bellen auf den Philippinen. Ja, Klaus, wir haben in Windeseile, wir haben es ja vermutet, dass die Zeit sich dann plötzlich verformt, weil wir haben jetzt genau 90 Minuten, 1,5 Stunden gesprochen. Wir wollten es nicht, nur dass ihr es wisst, wir wollten natürlich jetzt dann nicht, die Aufnahmespanne ist ja ohnehin nicht die längste, wir wollen nicht mehr als 1,5 Stunden circa machen, schon allein, dass ich es wieder einteilen kann. Was wir aber versprechen können, glaube ich, ist, dass wir nichts weglassen, nur damit, wenn die Zeit passen, dann machen wir lieber eine weitere Folge. Ihr merkt, wir haben noch viel vor. Alleine der Klaus, die Anekdoten und die Geschichten zu den Artefakten. Also das eine sind die Artefakte und das andere ist die Geschichte vom Klaus. Das soll ja die Feinheit und dieses Spezielle sein bei diesem Donnerstag sozusagen. Das sind aber Tatsachen, keine Geschichten. So was ich gemeint. Ja, meine Lieben, Klaus, möchtest du vielleicht noch 2, 3 abschließende Worte sagen für die Pilotsendung sozusagen? Falls es Fragen gibt, würde ich sagen, an dich schicken. Richtig. Und
bei der nächsten Folge können wir am Anfang kurz auf einige der Fragen eingehen. Richtig, so werden wir das machen. Ihr findet alle Details. Und falls es auch Informationen zu den Objekten, zusätzliche, zum Beispiel zu den Sternenkonstellationen oder andere gibt, wären wir auch sehr dankbar. Absolut. Wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, die Unterstützungen einfach auf office@whoknows.me ist die PayPal-Adresse. Solltet ihr Fragen haben, dann an help@whoknows.me. Die ganzen Spenden gehen natürlich auch Projekten wie den Klaus, kommen ihm zugute. Wir unterstützen den Klaus, wo es nur geht. Und ich freue mich und sage danke für eure Aufmerksamkeit. Wir werden, wie es in Zukunft weitergeht, kann ich auch nicht versprechen. Wir müssen mal schauen, wie das Ganze wird. Ob alle Sendungen von Donnerstag kostenlos permanent zur Verfügung gestellt werden, wann und wie, das können wir auch noch nicht sagen. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie die Balance kriegen zwischen kostenfreie Information geben, jedoch auf der anderen Seite auch ein gewisses Budget uns zu erarbeiten oder zu erhalten, um unsere Forschungen weiterzubringen. Also gerade das Projekt für den Klaus, der viele, viele Jahre hier jetzt schon, sag ich mal, in Vorleistung geht und auf den Philippinen gräbt, es ist alles nicht so einfach, wie es sich anhört. Und ich habe viel Kritik bekommen, du kannst nicht alle Informationen so gratis raushauen. Wenn es nach mir ginge, ich würde euch alles gerne sagen und ich will keinen Cent dafür. Nur auf der anderen Seite müsst ihr einfach verstehen, dass wir alle von etwas leben müssen und diese Projekte vorangetrieben werden müssen. Und es geht nur gemeinsam. In dem Sinne, Klaus, bist du noch da? Ja, natürlich. Liebe Grüße an die Philippinen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich irrsinnig. Ich freue mich auf euer Feedback. Spamt die Kommentare zu, gebt den Daumen nach oben und alles Liebe. Ja, und so wie es ausschaut, gibt es bald eine Sendung über die Philippinen und die haut dann den Zwölfer. Aber da werden wir noch nicht so viel verraten. Alles zu seiner Zeit. Da warten wir ab. Ja, das kommt. Ich glaube, die nächsten 5 Programme habe ich schon vorbereitet. 5 Stück schon. Ja. Ihr seht, ihr dürft gespannt sein. Wir halten euch am Laufenden. Klaus Donnerstag. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ciao. And free your mind, inspired by the me and the you. Information, connect the dots, big picture, conscious. Tom who knows.